Servus, ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es ein wunderbares Joghurtbrot mit luftig leichter Krume und einer leichten krossen Kruste. Und wie du da jetzt selber ganz einfach vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Du benötigst hierfür gar nicht viele Zutaten. Und zwar brauchst du dafür 400 Milliliter lauwarmes Wasser. Und dort kommen 100 Gramm Joghurt hinein. Griechischer oder auch fettreduzierter, das ist ganz dir überlassen. Und dann 10 Gramm frische Hefe oder 3,1 Gramm Trockenhefe. Meine frische Hefe war eingefroren, das geht nämlich ganz wunderbar. Diese löst du natürlich in dem Wasser-Joghurt-Gemisch auf. Und dann kommt das Wichtigste mit 600 Gramm Weizenmehl, Typ 550 und selbstverständlich 12 Gramm Salz darf auch noch mit hinein. Nun verrührst du die gesamten Zutaten miteinander, solange bis das Mehl das Wasser gebunden hat und du einen glatten Teig erhältst. Das dauert auch nicht allzu lange. Und wenn dann dein Teig genauso aussieht wie meiner, erhältst du einen etwas klebrigen Teig, aber genauso ist er gut und richtig. Und dann kannst du dir auch schon deine Backform richten und dort den Teig hineingeben. Der Teig für dieses wunderbare Brot geht also super unkompliziert, ganz ohne viel Arbeit oder Mühen. Dann verteilst du den butterweichen Teig noch gleichmäßig in deiner Backform. Nun bemehle ihn noch gründlich von oben und dann decke den Teig mit einer Folie und einem Tuch ab und lass ihn für die nächsten 3 Stunden bei Zimmertemperatur stehen, sodass er sich mindestens auf das Doppelte vergrößert. Bei mir ist es sogar schon nach 2,5 Stunden soweit und du kannst sehen, wie wahnsinnig der Teig aufgegangen ist. Damit habe nicht mal ich gerechnet, dass es so schnell geht. Leider muss ich ihn von der Folie abkratzen. Dies natürlich vorsichtig, um die Grundstruktur nicht zu zerstören, und dann kann der Brotteig auch bereits in den Backofen gegeben werden. Dieser sollte nicht vorgeheizt sein, bei 200 Grad für die nächsten 50 Minuten. Ich habe ihn nach 10 Minuten quer eingeschnitten, um die Aufbruchskante festzulegen. Du kannst aber sehen, das hat leider gar nichts genutzt. Weil meine Backform nicht hoch genug gewesen ist, hat er sich auf die Seite verlagert. Du solltest also immer auf eine ausreichende Backform achten. Und dann entferne ich dennoch das Backpapier und lasse das Brot nach der Klopfprobe, ob das Brot auch durch ist. Denn nur wenn es sich wohl anhört, dann ist es fertig und durchgebacken, und lasse es auf dem Gitterrost auskühlen. Wenn es jetzt soweit ausgekühlt ist, kannst du hören, wie knusprig das Brot ist. Und dann will ich das Brot auch gerne anschneiden, und es zeigt sich hier absolut, die inneren Werte zählen. Eine wunderbar feine Krume mit gleichmäßiger Porung. Ihr könnt also sehen, auch bei uns Profi-Hobbybäckern kann mal was schief gehen, denn schmecken muss es letzten Endes. Und ich wünsche dir jetzt dennoch viel Spaß beim Nachbacken, guten Appetit, lasst es euch gut gehen, pfiat's euch!